neuen Tutorial von mir. Heute geht es um diesen blauen Smokey Eye Look. Da habe ich so vor ein paar Tagen, Wochen, keine Ahnung, ungefähr ein Bild auf Instagram hochgeladen, wo ich diesen Look trage. Und der kam ganz gut bei euch an. Und ich hatte auch eine Anfrage, ob ich den doch mal nachschminken könnte. Und ja, hatte ich sowieso vor, deswegen hat das ganz gut gepasst. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe meine Augenbrauen schon gemacht mit der Dip Brow von ANASTASIA Beverly Hills und jetzt werde ich mal einen anderen, etwas neueren Primer von mir benutzen. Das ist aber zurzeit auch so ein Favorit von mir und das ist der NYX Angel White Primer. Ja, ich habe den in Prag gekauft, weil da gibt es sogar NYX Stores und das war ganz cool und deswegen habe ich den mitgenommen. Hat eher so eine mattierende, leicht porenverfeinernde Wirkung. Ich habe es mir ein bisschen feuchtigkeitsspendender vorgestellt, aber es ist auf jeden Fall eher so ein ja, porenverfeinernder, so leicht silikoniger Primer. Ja, und klopft den dann auch so ein bisschen in die Stellen, wo es schön smooth dann sein soll. Sieht auch so ein bisschen aufgehellt aus, aber es fühlt sich auf jeden Fall ganz schön an auf der Haut, also jetzt nicht wirklich so austrocknend oder komisch. Ich mag das Gefühl eigentlich ganz gern. Dann mache ich erstmal, während das so ein bisschen eintrocknet, mit den Augen weiter. Und als Primer für die Augen verwende ich heute mal von MAC den Paint Pot in der Farbe Painterly. Und es sieht halt so aus. Und ja, der ist jetzt vielleicht fast ein bisschen zu dunkel. Vielleicht hätte ich eher Soft Ochre nehmen sollen, aber... Und ja, dann mache ich erstmal so ein bisschen die Übergänge und das mache ich mit meiner allerliebsten Palette für so, wenn ich einfach nur so einen Übergang brauche und so und irgendwelche Mattenfarben. Und die hat nämlich ganz cool, das ist von SMASHBOX, die Full Exposure Palette. Die hat ganz cool ja, so warme matte Farben und auch kühlere, mit denen man auch so ein blaues Make-up dann eigentlich ganz gut schminken kann. Und ja, ich verblende jetzt erstmal diese Farben hier so ein bisschen in meine Lidfalte. Ich fange erstmal trotzdem mit dem Weiß an und sette das so ganz leicht in der Lidfalte, damit ich nachher nicht so ein fleckiges Ergebnis dann auch habe. Ja, und dann fange ich einfach an, erst mit diesem dunkleren Beige-Ton, helleren Beige-Ton, dem kühlen und dann eben dem dunkleren. So, das mache ich übrigens mit dem MAC 224er Blenderpinsel. Und dann nehme ich von MAC die Nummer 217, der hier. Und damit gehe ich jetzt in die leicht dunklere Farbe und verblende das dann einfach so ein bisschen weiter unten. Das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Es macht Sinn, die Farben vorher mal so ein bisschen abzuklopfen, damit jetzt nicht so das passiert, was mir gerade passiert ist. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen viel Farbe von Anfang. Aber naja. Gut, auch wenn euch das passiert, dann müsst ihr halt einfach blenden, bis das Ganze wieder stimmt. Und ja, so ein bisschen abklopfen. Das könnt ihr auch wirklich von innen nach außen eigentlich machen. Nicht nur im äußeren Augenwinkel, also wirklich schön von innen nach außen das Ganze blenden. Das Ganze macht ihr dann einfach so lang, bis ihr mit der Intensität sozusagen zufrieden seid, bis euch das Ganze dunkel genug ist. Und als nächstes nehme ich mir dann so einen Creme-Lidschatten in dunkelblau. Und das hieß auf jeden Fall Indigo Enigma. Und der hat so eine ganz freakige Konsistenz, also mit dem ist es echt ein bisschen tricky. Aber ja. Und ich nehme jetzt trotzdem so einen ganz normalen Pinsel, mit dem ich auch ein Puderpigment aufnehmen würde. Da muss man so ein bisschen damit spielen. Also wenn ihr jetzt einen anderen Creme-Lidschatten habt, dann nehmt vielleicht einen Pinsel, der ein bisschen nicht ganz so viel nachgibt sozusagen. Das macht mehr Sinn. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, es lässt sich eigentlich ganz gut damit verblenden. Also ich fange mit wenig Farbe an und es macht schon Sinn, den auch so ein bisschen in die Lidfalte zu setzen, damit so ein bisschen auch das Blau in dem ausgesmokten Bereich sozusagen mit drin ist. Und arbeitet euch da wirklich einfach voran. Also erst so nur ein bisschen Farbe und dann immer mehr. Einfach das Ganze aufbauen. Und ihr könnt das jetzt entweder so machen wie ich jetzt oder ihr nehmt euch erst so eine Art von Pinsel, der vorne so ein bisschen härter ist sozusagen, kein, der blendet, und macht das sozusagen andersrum und fangt an, euch erstmal die blaue Farbe aufs Augenlid zu geben.
seht schon, das ist weitaus intensiver. Den Pinsel zum Verblenden wieder zu nehmen und das dann so leicht diese Kanten sozusagen dann auslaufen zu lassen. Also beides ist möglich. Für einen Anfänger ist es vielleicht trotzdem einfacher wie die erste Variante, damit man sich so vorarbeiten kann. Also erstmal gucken, wie viel Farbe nicht draufklatschen, dann weiß man nicht mehr, wo man es hinblenden soll. Das macht vielleicht so schon ein bisschen mehr Sinn. Wenn ihr das dann soweit gemacht habt, macht es schon noch Sinn, direkt auf dem beweglichen Lid noch das so ein bisschen zu intensivieren. Und dieser Creme-Lidschatten dient jetzt sozusagen als Base für unseren Puderlidschatten. Und zwar ist das der Prismatic Eyeshadow von NYX in der Farbe Blue Jeans. Und den mache ich jetzt da oben drauf. Und am besten macht ihr das sozusagen einfach noch, bevor das komplett gesettet ist, damit er auch gut drauf hält. Nach dem Schritt nehme ich mir halt einfach nochmal einen Pinsel zum Verblenden und schaue, dass das auch wirklich schön in die Lidfalte übergeht und hier keine scharfe Kante zu sehen ist. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, wie wunderschön der Lidschatten ist. Der glitzert auf jeden Fall mega schön. Dann könnt ihr mit dem Gesicht weitermachen und da benutze ich meine geliebte Fit Me Foundation von MAYBELLINE. Die gebe ich mir jetzt auf so einen Pinsel von MAKEUPREVOLUTION ist der und pumpt es so drauf. Und dann verteile ich das erstmal so ein bisschen grob und arbeite es dann einfach in die Haut ein. Okay, als Concealer benutze ich von Too Faced den Born This Way Concealer, den liebe ich zurzeit. Und das reicht auch wirklich, wenn ihr hier eigentlich so ein bisschen hingebt. Und da ich meine Nase damit schon so ein bisschen anfange immer zu konturieren, gehe ich auch hier so drüber. Dann ein bisschen auf die Stirn. Und dann verblende ich das Ganze einfach wieder mit dem Beauty Blender und das ist das mal dieser Blush Beauty Blender. Der ist einfach so ein bisschen kleiner. Und ich mag den vor allem, wenn ich so unter den Augen meinen Concealer verblende, dass es einfach so ein bisschen präziser ist. Das mag ich ganz gerne. Als nächstes mache ich auch so ein bisschen noch eine Creme-Kontur. Diese Creme-Kontur mache ich mit dem NYX Sculpt and Highlight Face Duo. Und das ist die Farbe Taupe. Ivory. Und dazu, ich mache mal gern nur eine Seite, weil der settet relativ schnell und so kann man einfach sicherstellen, dass es keine Flecken dann gibt. Also ich mache so ein bisschen hin und dann arbeite ich das so ein, dass die Kontur einfach stimmt. Das Ganze mache ich jetzt auch so ein bisschen noch hier so auf die Stirn und Seiten von der Nase. Okay, damit die Nase halt so ein bisschen noch schöner aussieht, gehe ich gerne in so ein loses Puder oder was auch immer. Das ist jetzt hier von Essence und das ist ein Pore Refining Powder. Da gehe ich einfach so rein, dass hier schön viel drauf ist. Bei dem ist so ein bisschen das Problem, das bröckelt so ein klein wenig. Also ihr müsst da ein bisschen vorsichtig sein. Ja. So, dass ihr das halt schön auf dem Schwamm habt. Da das überschüssige Produkt ja dann abgestäubt wird, ist das jetzt auch nicht so schlimm, dass das so ein bisschen bröckelt, aber irgendwie stimmt da was nicht. Aber ich habe keinen Bock, das einfach wegzuschmeißen, deswegen benutze ich es trotzdem. Aber wie ihr seht, man kann es ganz gut wieder abstäuben. Und bevor ich den Rest des Concealers sette, wollte ich noch so ein bisschen Creme-Highlighter drauf machen. Da finde ich den von MAKEUPREVOLUTION total mega schön zurzeit. Das sieht man halt in der Kamera leider nicht, aber der ist so ein bisschen Duochrome-mäßig. Also das heißt, der reflektiert in manchem Licht so leicht rosa und geht da einfach so rein. Nehme das auf und dann tupfe ich halt einfach da auf, wo ich es brauche. Also am höchsten Punkt der Wangenknochen so ein bisschen. Dann kann man damit, weil es jetzt noch nicht so ein krasses Highlight ist, nur mit dem Creme-Highlighter, kann man da auch gut einfach so ein bisschen über den
übers Kinn gehen. Und auf dieses Creme-Highlight gehe ich jetzt nochmal mit einem Puder-Highlight drüber. Und zwar ist es das Gleam Glow Kit von ANASTASIA Beverly Hills. Und da mische ich die Farben Mimosa und Hard Candy so ein bisschen zusammen. Weil der Hard Candy Highlighter hat auch so einen leichten Duochrome-Effekt. Und deswegen mische ich die jetzt einfach, damit das nochmal so ein bisschen verstärkt wird einfach. Ich habe natürlich Crushed Pearl und Hard Candy gemischt. Mimosa, das ist dieser bronzy-mäßige Ton und den gebe ich jetzt da noch so ein bisschen übers Highlight drüber. Und anschließend mache ich noch Blush und da nehme ich heute von Sleek dieses hier. Sieht so ein bisschen aus wie Orgasm von NARS. Das ist wieder super. Und auf jeden Fall ist es das Rose Gold Blush. Mir ist gerade das Ringlicht viel zu hell. Ich werde es ein bisschen dimmen. Genau, das nehme ich mit so einem ganz großen von Real Techniques, mit so einem Blush Brush einfach auf. Und gehe dann so ganz leicht so ein bisschen noch über die Wangen drüber. So ineinander auch schön zu verblenden. Als nächstes werde ich trotzdem noch so ein bisschen unter den Augen das Ganze setten, bevor ich den unteren Wimpernkranz schminken werde. Also habe ich es ganz schön übertrieben mit dem Rouge, sehe ich gerade in dem Spiegel. Ja. Mit den Farben von SMASHBOX reingehen. Und zwar erst wieder mit diesem Ton und dann mit diesem Ton und dann wieder mit Blau. So, und dann könnt ihr, auch wenn ihr möchtet, erst wieder in diesen Cremeton reingehen. Ich habe jetzt wieder diesen Pinsel von NYX hier benutzt, das ist die Nummer 14. Wenn ihr findet, oh, okay, das sieht irgendwie noch nicht so smoky genug aus, dann nehmt ihr einfach nochmal so ein bisschen diesen Blender-Pinsel. Ihr könnt das jetzt so ein bisschen noch einarbeiten, auch vom äußeren Kranz entlang. Und ich glaube, jetzt nehme ich trotzdem nochmal so ein bisschen von diesem niedrigen Lidschatten von NYX Blue Jeans und gebe das drüber, weil der einfach so schön glitzert. Und als nächstes mache ich im inneren Augenwinkel auch noch einen Lidschatten rein. Und zwar nehme ich mir jetzt als allererstes mal den NYX Jumbo Pencil in der Farbe Milk. Das, was jetzt kommt. Dann nehme ich von NYX den Prismatic Eyeshadow in der Farbe Frostbite. Das ist so ein Weiß mit so einem ganz leicht Blauschimmer. Der passt wirklich perfekt für dieses Make-up. Okay, und dann möchte ich gerne noch so ein bisschen den Braunbogen highlighten. Da finde ich jetzt den Frostbite von NYX ein bisschen zu krass. Deswegen gehe ich da einfach in diesen hellen Schimmerton und in den Matten so ein bisschen, das nicht ganz so krass ist, von SMASHBOX rein. Jetzt tusche ich mir noch kräftig erstmal die Wimpern mit der Gigablack Extended Play Gigablack Lash von MAC. Das ist zurzeit meine Lieblingsmascara. Ich habe vorher immer mit der Royal Lash getuscht, aber ich habe irgendwie mal so ein bisschen wieder ein anderes Bürstchen gewollt. Sieht dann so aus, ich mache heute auch mal keine falschen Wimpern einfach hin. Für die Lippen benutze ich den Lipliner von NYX in der Farbe Pale Pink und den gebe ich wirklich überall auf die Lippen drauf, weil ich danach noch einen Liquid Lipstick drüber gebe und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es dann die Lippen weniger austrocknen und das einfach ein bisschen besser rüberkommt. Also erstmal eben, da ich jetzt den Lipliner schon überall auf den Lippen habe, ist es auf jeden Fall auch einfacher, so einen Liquid Lipstick aufzutragen und der wird dann auch nicht fleckig oder wie auch immer, fühlt sich auch angenehmer an auf den Lippen. Und das ist jetzt der NYX Lip Lingerie in der Farbe Corset. Und viele mögen die ja nicht so gern, weil die sagen, die sind so ultra austrocknend und ein bisschen fleckig. Aber ich denke mir, wenn man das ganz gut aufträgt und irgendwie drunter echt so ein überall Lipliner hinmacht und so, dann sind die echt gut. Und für den Preis auch wirklich, also ich finde die toll. Trage den auch ganz gerne, mir macht das jetzt nicht so viel aus.
Vielleicht sind da andere auch einfach empfindlicher und denen macht das mehr aus. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich mag ihn auf jeden Fall wirklich sehr gern. Und ja. Und wichtig ist auch, dass ihr wirklich nur so einen Swipe sozusagen macht und nicht halt 100 Mal drüber, weil je mehr Schichten, desto höher ist das Risiko, dass es hier dann so eklig krustet einfach. Und wenn ihr da wirklich nur einmal so, dann ist das wirklich ganz angenehm eigentlich. Der ist halt super hell, aber ich mag den zu diesem Augenlook, der ja schon relativ extrem ist, echt gern. Mein allerliebstes Lieblings-Setting-Spray und zwar von Urban Decay, das All-Nighter Setting Spray. Und ja, das war's auch schon. Ja, das war's auch schon mit diesem Blue Smoky Eye Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wie auch immer. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich habe auch wirklich vor, ein paar Halloween-Tutorials hochzuladen. Das werden jetzt nicht so super krasse Sachen sein, aber auf jeden Fall was man relativ leicht zu Hause nachmachen kann. Aber zumindest so, dass man wirklich die Option hat, dass man auch größtenteils wahrscheinlich alles zu Hause haben wird. Und ja, und jetzt kein wirklicher Special Effects Make-up Profi sein muss. Und ich hoffe, dann sehen wir uns da wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao!